that he has quite obviously conducted himself in a manner unbecoming. My judgment was probably colored by my tendency to be too honorable. Er ist seit Jahren still, überschattet von einem Skandal, isoliert von königlichen Pflichten und öffentlich beschämt. Aber jetzt, Prinz Andrew hat endlich sein Schweigen gebrochen. Und was hat er über König Karl gesagt? Es ist nicht nur unerwartet, es ist schlimm, wirklich schlimm. Sind Sie der Meinung, dass Prinz Andrew weiterhin in königliche Angelegenheiten involviert sein sollte? Kommentieren Sie 1, wenn ja, oder 0, wenn Sie denken, dass seine Zeit vorbei ist. Die königliche Familie ist dafür bekannt, dass es sie Dinge geheim hält. Aber dieses Mal konnte der Riss nicht länger verborgen werden. Bleiben Sie bis zum Ende dran, denn wir werden Ihnen schockierende Neuigkeiten bringen. Der Skandal erschütterte das Haus York. Anfang der 2010 Jahre gab es Gerüchte, die sich schnell zu einer ausgewachsenen Krise auswuchsen, die das Image von Prinz Andrew zu zerstören drohte und einen Schatten auf das Haus York warf. Diese Situation entwickelte sich schnell. Seine langjährige Verbindung zu Jeffrey Epstein, einem verurteilten Kriminellen, wurde einst als entfernte soziale Verbindung betrachtet. Im Jahr 2019 wurde es jedoch unmöglich, die Kontrolle über die Situation zu behalten. Ein berüchtigtes Bild von Prinz Andrew mit Virginia Giuffre, einer der lautesten Anklägerinnen Epsteins, löste weltweit Empörung aus. Die Öffentlichkeit war nicht überzeugt, obwohl Andrew mehrmals jegliches Fehlverhalten bestritt und sagte, er könne sich nicht daran erinnern, sie jemals getroffen zu haben. Das in der Zeit eingefrorene Foto wurde zu einem Symbol der Kontroverse und des Misstrauens. All dies änderte sich im November 2019, als Andrew sich bereit erklärte, an einem mit Spannung erwarteten Interview mit der BBC-Sendung Newsnight teilzunehmen. Trotz der Absicht, die Angelegenheit zu klären, entwickelte sich das Interview zu einer katastrophalen PR-Situation. Seine Äußerungen wurden als eisig, ausweichend und schockierend realitätsfremd empfunden. Er nannte merkwürdige Gründe, wie die Tatsache, dass er nicht schwitzen konnte und dass er während der Arbeit Abende bei Pizza Express verbracht hatte. Aber er ging nur selten auf die Qualen und das Leid ein, das Epsteins Opfer erlitten hatten. Das Echo in der Öffentlichkeit war schnell und unerbittlich. Das Interview wurde als tonlos kritisiert. Und innerhalb weniger Tage sah sich Prinz Andrew gezwungen, sich auf unbestimmte Zeit von allen königlichen Aufgaben zurückzuziehen. Der Abschied von seiner Teilnahme am öffentlichen Leben war nicht nur symbolisch. Dieses Ereignis löste eine Welle der institutionellen Distanz aus. Wohlfahrtsverbände, militärische Vereinigungen und Organisationen, die ihn zuvor stolz als Mäzen angepriesen hatten, distanzierten sich von ihm. Im Fall von Prinz Andrew war es der Moment, der das Ende seiner offiziellen königlichen Karriere markierte. Dennoch war der Schaden nicht nur auf ihn beschränkt. Die Folgen hatten erhebliche Auswirkungen auf seine unmittelbare Familie. Eine der größten Unterstützerinnen von Andrew Ferguson war seine Ex-Frau Sarah Ferguson, die trotz ihrer Scheidung eine enge Beziehung zu ihm pflegte. Sie charakterisierte ihn als einen Mann, der in einer unmöglichen Situation feststeckte und während des ganzen Tumults standhaft an seiner Seite blieb. Obwohl sie bis zu diesem Zeitpunkt Skandale weitgehend vermieden hatten, wurden ihre Töchter, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, in das Medieninferno hineingezogen. Fragen über ihre zukünftige Rolle in der Monarchie und ihre Pflichten gegenüber dem Volk wurden plötzlich unvermeidlich. Die Familie York blieb trotz des Drucks, der auf sie ausgeübt wurde, geeint. Durch ihre ständige Teilnahme an intimen Familienereignissen mit ihrem Vater bekräftigten Beatrice und Eugenie weiterhin behutsam ihre Unterstützung für ihren Vater, ohne sich öffentlich dazu zu äußern. Sie zeichneten das Bild einer Familie, die angegriffen wurde und alles tat, um ihre Einheit durch ihre stille Zweisamkeit zu bewahren. Die Monarchie erlitt durch die Kontroverse mehr als nur einen Prestigeverlust. Die Kontroverse offenbarte tiefere Schwächen der Institution.
Ein Großteil der öffentlichen Aufmerksamkeit richtete sich auf Fragen im Zusammenhang mit Privilegien, mangelnder Offenheit und den Auswirkungen von Beziehungen, die nicht untersucht wurden. Und gerade als sich die Wogen zu glätten schienen, äußerte sich Prinz Andrew in Bezug auf König Charles, was den Eindruck erweckte, dass alte Wunden noch immer schweren und die Risse innerhalb der königlichen Familie weitaus gravierender sein könnten, als man zu denken gewagt hatte. Aber was, wenn die Äußerungen von Prinz Andrew nur der Anfang sind und noch tiefere königliche Geheimnisse enthüllen? Bleiben Sie dran. Hinter den Palastmauern kochen die Spannungen über. Gerade als es schien, dass sich der Sturm gelegt hatte, begann Prinz Andrew zu sprechen. Die Insider-Informationen des Palastes sind ebenso brisant wie intim. Laut Insidern, die dem Königshaus nahestehen, macht Prinz Andrew nun diskret seinem Unmut Luft. Und im Mittelpunkt seines Zorns steht kein geringerer als sein älterer Bruder, König Charles. Die Enthüllung kommt nach Jahren des Schweigens und der sorgfältig kalibrierten Distanz zwischen den beiden Parteien. Es geht nicht nur um einen Wettbewerb zwischen königlichen Geschwistern. Der Streit ist zutiefst mit Macht, Stolz und vor allem Geld verwoben. Es ist ein Teufelskreis. Insider behaupten, dass Andrew ein wachsendes Gefühl der Marginalisierung verspürt. Aufgrund der Epstein-Affäre wurden ihm seine königlichen Pflichten entzogen und er steht kurz davor, von der Familie ausgeschlossen zu werden. Was ist der Dreh- und Angelpunkt? Die Finanzen. Geld scheint Andrews seit langem schwelende Feindseligkeit geschürt zu haben. Es heißt, er habe den Eindruck, dass König Charles ihn absichtlich von den königlichen Einkünften sowie von seinem Anteil am Erbe seiner verstorbenen Mutter, Königin Elizabeth II, ausschließt. Die Veränderung, auf die sich Andrew bezieht, ist nicht nur eine administrative, es ist ein Gefühl des Verrats, das von jemandem ausgeht, dem er zuvor zweifelsfrei vertraut hatte. Für einen Mann, der in unglaublichen Luxus hineingeboren wurde und sein ganzes Leben lang von Palasttoren, königlichem Schutz und unnachgiebigen Ansprüchen umgeben war, ist der Gedanke, auf solch endgültige Weise ausgeschlossen zu werden, mehr als unangenehm. Es ist etwas Persönliches. Es wurde berichtet, dass Andrew sich gedemütigt und zurückgewiesen fühlt und sich sicher ist, dass er als rebellisches Mitglied der königlichen Familie dargestellt wird. Und diese Gefühle werden nur noch stärker, da immer wieder Gerüchte auftauchen, dass Charles ihn aus einer königlichen Loge, nämlich seiner Wohnung im Grand Windsor, entfernen lassen will. Wenn Andrew diesen Besitz verlieren würde, würde das nicht bedeuten, dass er auf Komfort und Luxus verzichten müsste. Wenn er dies täte, würde dies das Ende seiner königlichen Identität bedeuten. Aber die Spannung geht über die Grenzen des Besitzes hinaus. Berichten zufolge wurde Andrew dabei belauscht, wie er Charles' Führungsstil kritisierte und Analogien zu seiner verstorbenen Mutter zog. Diese Information stammt von einer Person, die mit der königlichen Familie vertraut ist. Angeblich soll er erklärt haben, dass Charles nicht das gleiche Maß an Wärme, Einfühlungsvermögen und Einigkeit besitzt, das Königin Elizabeth über viele Jahre hinweg aufrechterhalten hat. Andrew hingegen behauptet, sein Bruder führe die Monarchie nun wie ein kostenbewusstes, leidenschaftsloses und brutal effizientes Unternehmen. Es heißt auch, dass Andrew so weit gegangen ist, Charles' Vorgehen als gefühllos zu kritisieren. Das ist ein Satz, den kein Geschwisterpaar im Privaten leichtfertig in den Mund nehmen würde, geschweige denn im Gespräch mit dem König von England. Dieses Zitat ist vielleicht das aufschlussreichste von allen Aussagen, die gemacht wurden. Zur gleichen Zeit, in der sich all dies abspielt, befindet sich König Karl bereits in einer schwierigen Phase seiner Regentschaft. Infolge der öffentlichen Aufmerksamkeit, die seinem Gesundheitszustand gewidmet wurde, ist die Sorge um die Zukunft der Monarchie bereits groß. Die Frage ist, warum Andrew sich gerade jetzt zu Wort meldet. Während sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit immer noch auf den Gesundheitszustand von Charles konzentriert, sind viele der Meinung,
dass seine Erklärung ein absichtliches Manöver ist, eine Gelegenheit, Sympathie oder ein Druckmittel zu gewinnen. Manche glauben, dass Andrew nur aus Verzweiflung handelt, wie ein Mann, der in die Enge getrieben wurde und sich äußert, weil er nichts mehr zu verlieren hat. Dieser Moment zeichnet sich durch den veränderten Ton aus, den Andrew anschlägt. Ich kannte sie schon als Studentin an der Universität im Vereinigten Königreich im Jahr 1999, als er der BBC 2019 sein berüchtigtes Interview gab. Ihr Rückzug aus dem öffentlichen Leben hat dazu geführt, dass sie weitgehend schweigt. Doch nun ist an die Stelle des Schweigens ein beißendes Grollen getreten, das von einer Mischung aus Angst und Frustration geprägt ist. Für Andrew geht es nicht nur darum, von der Gästeliste gestrichen zu werden oder Geld aus dem Budget zu nehmen. Überleben ist hier das Ziel. Es geht um den Versuch, eine gewisse Würde in einer Gesellschaft zu bewahren, die von Königen regiert wird, in der Loyalität eine Frage der Politik ist und man seine Position im Handumdrehen verlieren kann. Die Geschichte eines königlichen Hauses und eines königlichen Krieges nimmt ihren Lauf. Außerdem wird das wahre Schlachtfeld immer offensichtlicher, da die Feindseligkeit zwischen den Brüdern mit jedem Tag intensiver wird. Die Royal Lodge ist weder eine öffentliche Veranstaltung noch ein Thronsaal, sondern ein historisches Herrenhaus, das sich hinter jahrhundertealten Toren verbirgt. Mehr als 20 Jahre lang hat Prinz Andrew dieses prächtige Anwesen in Windsor sein Zuhause genannt. Es diente als Zeichen der Stabilität in einem Leben, das ansonsten unorganisiert war. König Charles ist jedoch offensichtlich daran interessiert, es wiederzuerlangen, da er die Monarchie modernisieren und nicht unbedingt notwendige Ausgaben reduzieren möchte. Ist das Andrew? Er wird nicht nachgeben. Diejenigen, die mit der Situation nicht vertraut sind, könnten es als einen Streit um Eigentum ansehen. Aber Royal Lodge ist viel mehr als nur ein Wohnsitz. Es ist eine Erklärung. Die Tatsache, dass Andrew weiterhin dort wohnt, beweist, dass er immer noch ein Mitglied der königlichen Familie ist. Wenn er gehen würde, wäre das ein Eingeständnis, dass seine Position, sein Ruf und sein Status stark geschwächt sind. Den Quellen zufolge hält er nicht nur aus Sentimentalität daran fest, sondern auch aus dem Wunsch heraus, zu überleben. Wenn er sie nicht mehr hat, bleibt von seinem alten Leben wenig übrig. Hinter den Pforten des Hauses findet ein finanzielles Tauziehen statt. Diejenigen, die mit der Situation vertraut sind, behaupten, dass König Karl die finanziellen Beschränkungen verschärft und den jährlichen Zuschuss von Andrew, der bisher als Rettungsanker für den Unterhalt der Royal Lodge diente, erheblich reduziert hat. Berichten zufolge belaufen sich allein die Kosten für die Instandhaltung auf mehrere Millionen Dollar pro Jahr. Andrews Möglichkeiten sind begrenzt, da er nur wenige private Geschäfte und keine offiziellen königlichen Pflichten hat. Seine Titel wurden ihm aberkannt. Er wurde von öffentlichen Auftritten ausgeschlossen und er ist von Kontroversen umgeben. Er kämpft um seine Existenz in einer Welt, in die er hineingeboren wurde, zu der er aber nicht mehr gehört. Es geht jedoch nicht nur um ein einziges Haus. Das Erbe von Königin Elizabeth II ist zu einer Quelle der persönlichen Verbitterung geworden. Ihre Kinder erwarteten, dass ihr privater Reichtum vor ihrem Ableben im September 2022 gerecht aufgeteilt würde. König Charles hat den größten Teil davon in Besitz genommen, um die Zukunft der Monarchie zu sichern. Es heißt, Andrew habe sich durch diese Entscheidung angegriffen und ausgegrenzt gefühlt. Seiner Ansicht nach reformiert Karl nicht nur die Monarchie nach seinen Vorstellungen. Charles entlässt Andrew aus seinem Amt. Darüber hinaus stehen das geschätzte Anwesen Sandringham in Norfolk und das Schloss Balmoral in Schottland im Mittelpunkt dieser eskalierenden Kontroverse. Sie alle waren nicht Teil des Kronbesitzes, sondern befanden sich im Privatbesitz der Königin. Die Sammlung ist jetzt kompakter. Im Grunde war sie genauso groß wie vorher. Das heißt, es stand ihr frei, ihnen alles zu hinterlassen, was sie für ihren Willen hielt. Dennoch häufen sich die Missverständnisse
da die Besitzverhältnisse immer wieder unklarer werden und die Macht wechselt. Und Andrew, der früher von seiner Mutter bevorzugt wurde, scheint am Ende wenig für seine Bemühungen übrig zu haben. Andrew kämpft derzeit mit dem Unfassbaren, nämlich dem Verlust von allem, was ihn früher auszeichnete. Er ist ein Mann, der in einem Palast aufgewachsen ist und daran gewöhnt war, den Konventionen zu folgen. Sein Gefühl der Sicherheit wurde völlig zerstört, da er derzeit ohne Titel ist, kein Geld hat und möglicherweise bald ohne Haus dasteht. Seinen Freunden zufolge fühlte er sich nicht nur von ihnen, sondern auch von seinem Bruder verraten. Ihren Angaben zufolge fühlt er sich immer einsamer, gefangener und zutiefst unwohl angesichts der Schnelligkeit, mit der alles, was er für selbstverständlich gehalten hat, verschwindet. Und auch wenn der Palast öffentlich schweigt, bleibt das Gemurmel bestehen. Es gibt Gerüchte, wonach Andrew den Eindruck hat, dass Charles seine Position nicht dazu nutzt, die Familie zu schützen, sondern sie vielmehr zu formen, indem er seine Stellung ausnutzt, selbst wenn das bedeutet, dass er sich von Personen trennen muss, die vom richtigen Weg abgekommen sind, glaubt Andrew das. Was aber, wenn Andrews nächste Aktion weitaus gefährlicher ist, als man sich vorstellen kann, bleiben sie auf den Bildschirm fixiert. Die Krone unter Druck. In dem Moment, in dem sich König Charles in seiner Position als Monarch wohl zu fühlen begann, wurde er von seinem Bruder Prinz Andrew wieder in den Strudel des königlichen Dramas geworfen. Charles, der bereits mit seinen eigenen persönlichen Problemen zu kämpfen hatte, darunter der Kampf gegen den Krebs und der Versuch, sein Image zu schützen, wird nun zu einem Zeitpunkt, an dem er es am wenigsten gebrauchen kann, in die dunkle See der Familienstreitigkeiten gezogen. Seine Versuche, die Monarchie auf ein zeitgemäßeres und kosteneffizienteres Modell umzustellen, wurden von Andrews Ungehorsam und seinen Anschuldigungen überschattet, die die Grundlage dessen erschüttert haben, was eigentlich eine stabilere Zukunft für die königliche Familie sein sollte. Andrews Unwillen, die königliche Loge, die er seit vielen Jahren kennt, zu verlassen, rührt von mehr als nur einem Konflikt um Landbesitz her. Die Tatsache, dass sein Ansehen innerhalb der königlichen Familie erodiert, spiegelt seinen Unwillen wider, das Haus zu verlassen. Berichten zufolge ist Andrew der Meinung, dass sein Bruder ihn nicht nur ausgrenzt, sondern auch absichtlich von der Bildfläche verdrängt. Aufgrund seiner Kritik sind Konflikte um das Vermögen entstanden, das ihnen ihre verstorbene Mutter, Königin Elizabeth II, vermacht hat. Die Königin war die einzige Eigentümerin der riesigen königlichen Ländereien, zu denen neben tausenden anderen auch Sandringham und Balmoral gehören. Und nun, da sie verstorben ist, herrscht Unklarheit darüber, wer sie erben wird. Und obwohl Charles sich als rechtmäßiger Erbe positioniert hat, ist Andrews Unzufriedenheit deutlich zu spüren. Er glaubt, dass Charles mehr als seinen rechtmäßigen Anteil behält. Was Charles betrifft, so hätte der Zeitpunkt dieses öffentlichen Familienstreits nicht unglücklicher sein können. Er steht unter dem Druck, die Monarchie zu reorganisieren, die Ausgaben zu reduzieren und sich auf eine zukunftsorientierte Agenda zu konzentrieren. Zusätzlich zu der Tatsache, dass er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Trotzdem wird die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit immer wieder auf frühere Kontroversen gelenkt, auf die berühmten Epstein-Verbindungen, den Rechtsstreit und das schreckliche BBC-Interview von 2019. Dieses Szenario tritt jedes Mal ein, wenn Andrew eine Erklärung abgibt. Es einfach auszudrücken, das sind die Dinge, die Charles so hartnäckig zu verbergen versucht hat. Die Aktivitäten von Andrew rücken sie wieder in den Vordergrund der Diskussion. Es hängt viel von Charles' nächstem Schritt ab. Seine Vorstellung von einer schlankeren und moderneren königlichen Familie wird derzeit in Frage gestellt. Angesichts der Tatsache, dass sein Bruder ihm vorwirft, kalt und eigennützig zu sein, ist es schwer vorstellbar, wie er für eine stromlinienförmigere Monarchie eintreten kann. Dies ist eine gefährliche Geschichte, die dem Ansehen von Charles nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch
im gesamten Commonwealth schaden könnte. Immer mehr Menschen beginnen, über die Situation nachzudenken, da Andrew die schmutzige Wäsche der königlichen Familie wieder in die Öffentlichkeit bringt. Ist die Monarchie noch aktuell? Das königliche Zepter, das Symbol der königlichen Autorität und der königlichen Gerechtigkeit. Ist das Zepter ein Überbleibsel der Vergangenheit oder hat es ausgedient? Charles hat sein ganzes Leben lang immer wieder betont, dass er ein zuverlässiger Anführer ist, der die Familie durch schwierige Zeiten führen kann. Die Behauptungen von Andrew hingegen zeichnen ein anderes Bild. Der König läuft Gefahr, als Schurke wahrgenommen zu werden, als jemand, der seinen Bruder eher um des öffentlichen Ansehens willen als zu seinem eigenen Wohl bestraft. Es ist möglich, dass dieses Bild für Charles verheerend sein könnte, da es ihn eher wie einen strengen Monarchen erscheinen lassen würde, als die fürsorgliche Figur, die er in dieser Zeit, in der die öffentliche Meinung entscheidend ist, vermitteln möchte. Während sich das Drama um die königliche Familie immer weiter zuspitzt, wird die Frage, wer den königlichen Besitz behalten darf, dringender denn je. Es ist auch eine Frage, die die Existenz der Institution selbst betrifft. Dieser interne Kampf führt dazu, dass sich viele fragen, ob die Monarchie Bestand haben kann und ob die internen Streitigkeiten der königlichen Familie nicht wichtiger sind als die Grundsätze, die die Monarchie symbolisieren soll. Es besteht die Gefahr, dass der Ruf der Monarchie mit jedem neuen Vorfall und jedem erbitterten Kampf schwer beschädigt wird. Und mit jedem Tag denken immer mehr Menschen darüber nach, ob es nicht an der Zeit ist, die Krone abzuschaffen. Die Kluft zwischen den Generationen, die königliche Familie, aus heutiger Sicht, im Laufe der letzten Jahre hat sich ein deutlicher Generationsunterschied in der Art und Weise herauskristallisiert, wie die Menschen die Monarchie des Vereinigten Königreichs sehen. Die Jüngeren zweifeln zunehmend an der Stellung der Monarchie in der heutigen Welt, während die älteren Generationen weiterhin eine unerschütterliche Hingabe und Zuneigung für die königliche Familie zeigen. Diese veränderte Sichtweise ist nicht nur Ausdruck der Zeit, sondern spiegelt auch die veränderten Werte und Prioritäten einer neuen Generation wider. Eine, die mehr Wert auf soziale Gerechtigkeit, Verantwortung und Gleichheit mit anderen legt. Für viele ältere Menschen im Vereinigten Königreich ist die Monarchie viel mehr als nur eine Familie. Die königliche Familie repräsentiert den Stolz der Nation, aber auch Tradition und Kontinuität. Viele Bürger respektieren die Stabilität der Monarchie, die sie als Bindeglied zur Vergangenheit des Landes sehen. Ereignisse wie königliche Hochzeiten, Jubiläen und öffentliche Feierlichkeiten ziehen die Gemüter der älteren Generationen nach wie vor in ihren Bann. Ihre Faszination ist darauf zurückzuführen, dass eine tiefe Wertschätzung für die Institution von Generation zu Generation weitergegeben wird. Sie betrachten die königliche Familie nicht als bloße Berühmtheiten. Diese prominenten Persönlichkeiten verkörpern die Kontinuität der britischen Identität. Die jüngere Generation hingegen hat eine andere Sicht der Dinge. Viele Menschen in den 20ern und 30ern, die in eine sich ständig verändernde Welt hineingeboren wurden, haben den Eindruck, dass die Monarchie zunehmend veraltet und nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Die jüngere Generation sieht ein System, das von den Realitäten ihrer Existenz entfernt ist, im Gegensatz zur älteren Generation, die die Tradition sieht. Viele Menschen beginnen sich zu fragen, ob eine Erbmonarchie wirklich notwendig ist, weil Themen wie Gleichberechtigung, Repräsentation und Transparenz ihre Gedanken beeinflussen. Im Jahr 2024 wurden Umfragen durchgeführt, deren Ergebnisse eine auffällige Diskrepanz zwischen den beiden Gruppen zeigten. Während 78% der Personen über 55 Jahren die Monarchie befürworten. Unter den 18- bis 24-Jährigen stimmten nur 54% der Befragten zu. Der nationale Diskurs über die Zukunft der königlichen Familie ist zunehmend gespalten, und diese Veränderung unterstreicht diese Spaltung. Die internen Spannungen, unter denen die Monarchie in den letzten Jahren gelitten hat,
haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich dieses Gefälle weiter vergrößert hat. Von besonderer Bedeutung ist das öffentliche Zerwürfnis zwischen König Charles und Prinz Andrew. Bei den jüngeren Zuschauern, die den königlichen Privilegien ohnehin misstrauisch gegenüberstehen, hat das Auftauchen von Skandalen im Zusammenhang mit Andrew wie seine Affäre mit Jeffrey Epstein und das darauf folgende verheerende Interview ihre Irritation über die fehlende Verantwortung verstärkt. Andrews erklärter Hass gegen König Karl, indem er seinen Bruder beschuldigte, in seinen tiefsten Momenten kalt, selbstsüchtig und nicht hilfsbereit zu sein, machte die Situation noch schwieriger, als sie ohnehin schon war. Viele jüngere Menschen im Vereinigten Königreich betrachteten die ganze Angelegenheit als ein weiteres Beispiel für eine überholte Machtdynamik und innere Instabilität. Dies sind Probleme, die nach Ansicht vieler Menschen in einer modernen Organisation die Einheit und moralische Führung symbolisieren soll, nichts zu suchen haben. Dieses Problem wurde durch die Rolle, die die jüngeren Royals gespielt haben, noch verschärft. Zu denjenigen, die im Mittelpunkt des Generationswechsels stehen, gehören Personen wie Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, sowie Prinz Harry und Meghan Markle. Die Bemühungen von Prinz William und Catherine, sich für psychische Gesundheit, Umweltbelange und soziale Gerechtigkeit einzusetzen, haben sie für ein jüngeres Publikum interessant gemacht. Durch ihre Arbeit zu diesen wichtigen Themen haben sie eindeutig eine große Fangemeinde unter jungen Menschen gewonnen, vor allem, weil sie die Bereitschaft zeigen, sich dem Wandel der Zeit anzupassen. Andererseits haben die Spannungen, die durch die Entscheidung von Harry und Meghan, ihre königlichen Pflichten niederzulegen, entstanden sind, die Diskussion über die Bedeutung der Monarchie nur noch verstärkt. Sie haben Schlagzeilen gemacht, weil sie die königliche Familie verlassen und sich gegen die Einmischung der Medien und die Ungleichheit ausgesprochen haben. Diese Entscheidung hat jedoch auch die Frage aufgeworfen, inwieweit die Institution in der Lage ist, sich an veränderte gesellschaftliche Ideale anzupassen. Der Unterschied zwischen diesen beiden königlichen Persönlichkeiten, den eher konventionellen Figuren wie Prinz Charles und den jüngeren Royals, die progressiver und lautstarker sind, veranschaulicht die Spannung, die innerhalb der Monarchie selbst besteht. Bitte erlauben Sie mir, mich an die Mitglieder des Unterhauses zu wenden. Die königliche Familie hat ein Problem, das über die Berücksichtigung der öffentlichen Meinung hinausgeht. Und dieses Problem ist der Generationswechsel. Das Problem, um das es geht, ist die Zukunft der Monarchie an und für sich. Um die Verbindung sowohl zur älteren als auch zur jüngeren Generation aufrechtzuerhalten, muss die Institution eine Strategie entwickeln, die es ihr ermöglicht, diese Kluft zu überbrücken. Für die Jüngeren ist es wichtig, die Werte anzusprechen, die für sie von Bedeutung sind, ohne das Erbe, das die Institution hinterlassen hat, aus den Augen zu verlieren. Für die älteren Generationen ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Monarchie weiterhin als Symbol der Kontinuität dient, obwohl sich die Welt um sie herum ständig verändert. Das Ziel ist es, eine gemeinsame Basis zu finden und nicht die eine oder andere Seite zufriedenzustellen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Fortbestand der Monarchie im 21. Jahrhundert von ihrer Fähigkeit abhängt, sich weiterzuentwickeln, den Anforderungen und Erwartungen der jüngeren Briten gerecht zu werden und gleichzeitig die Traditionen zu bewahren, die sie über Jahrhunderte hinweg relevant gehalten haben. Um in der Zukunft zu gedeihen, muss die Monarchie mit den Hoffnungen und Träumen des Volkes, insbesondere der Jugend, in Verbindung bleiben, die eines Tages ihren Platz in der Geschichte bestimmen werden. Die Debatte zwischen diesen beiden gegensätzlichen Ideen, die eine ist in der Geschichte verwurzelt, die andere im Prozess, könnte die Zukunft der Monarchie für Jahre prägen. Welche Entscheidung wird Charles angesichts der Tatsache, dass Andrews stilles Exil im Widerspruch zu den Bestrebungen für eine zeitgemäße Monarchie steht, treffen müssen? Bleiben Sie an Ihrem Bildschirm kleben. Was König Charles als nächstes über Prinz Andrew tun könnte?
Die königliche Familie hat jedoch Schwierigkeiten, eine jüngere Generation für sich zu gewinnen, während unter der Oberfläche ein dringenderes Problem brodelt. Diese Krise könnte König Charles dazu zwingen, seine bisher schwerste Entscheidung zu treffen. Prinz Andrew steht im Mittelpunkt all dieser Turbulenzen. Sein friedliches Exil könnte sich schneller auflösen, als man im Palast gedacht hat. Öffentliche Bekundungen von Zuneigung, wie Umarmungen, sind nichts für mich. Tiefe Wunden sind zwischen den Brüdern durch Andrews jüngstes Wiederauftauchen aufgerissen worden, das von unverblümten Äußerungen und subtilen Sticheleien geprägt war. Es wird vermutet, dass er immer noch wütend darüber ist, wie schnell Charles im Jahr 2022 gehandelt hat, indem er ihn von seinen königlichen Pflichten entbunden, von offiziellen Anlässen ferngehalten und heimlich aus der Öffentlichkeit versetzt hat. Gerüchten zufolge soll dies in privaten Gesprächen der Fall sein. Da Andrew jedoch wieder in die Schlagzeilen gerät und keine Anzeichen für einen Rückzug erkennen lässt, könnte sich Charles in einer schwierigen Situation befinden. Es ist möglich, dass die Zeit für eine sanfte Behandlung vorbei ist. Ist es der erste und dringendste Schritt auf dem Tisch, der dem König vorbehalten ist? Wir bemühen uns, Andrew endlich seine restlichen Titel zu entziehen, insbesondere den des Prinzen von York. Obwohl Andrew nicht mehr an königlichen Aktivitäten beteiligt ist, hat sich seine formelle Kleidung nicht geändert, sodass die Monarchie durch diese Verbindung noch stärker gefährdet ist. Eine öffentliche Erklärung, dass Andrew in keiner Weise mehr Mitglied des funktionierenden Königshauses ist, würde durch den Entzug dieses Titels symbolisiert, was eine symbolische Trennung darstellen würde. Es ist möglich, dass eine finanzielle Abrechnung folgen wird. Es wurde festgestellt, dass Andrew weiterhin königliche Finanzmittel in Form von privaten Zuwendungen und Subventionen erhält, obwohl er seine früheren offiziellen Positionen verloren hat. Sowohl von der Öffentlichkeit als auch von Regierungsvertretern wird zunehmend Druck ausgeübt, alle Verbindungen zu ihm abzubrechen. Die Entscheidung von Charles würde Andrew nicht nur seines Status berauben, sondern auch des königlichen Lebensstils selbst. Seine Absetzung wäre ein bedeutender Schritt nach vorne in der politischen Hierarchie. Das fragliche Datum ist nun bestätigt. Hinzu kommt noch die Frage des Wohnsitzes. Andrew hat weiterhin in der Royal Lodge gewohnt, einem riesigen Anwesen in Windsor, das er seit vielen Jahren sein Zuhause nennt. Allerdings haben königliche Insider angedeutet, dass Charles möchte, dass er geht. Da die Spannungen weiter zunehmen und sich die Situation von Tag zu Tag verschlechtert, könnte der König beschließen, auf der Rückgabe des Landes zu bestehen, was seinen Bruder zwingen würde, in eine bescheidenere Unterkunft oder eine privat organisierte Wohnung zu ziehen. Dies wäre ein deutliches Zeichen dafür, dass die Zeit des Endes gekommen ist. Darüber hinaus kann Charles rechtliche oder vertragliche Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen zu verhindern oder einzuschränken, falls Andrew versucht, einen öffentlichen Gegenangriff zu starten, ein Buch zu schreiben, ein Exklusivinterview zu geben oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die das Potenzial hat, private Familiengeheimnisse preiszugeben, um Kontroversen unter Kontrolle zu halten. Hat sich der Palast lange Zeit auf Geheimhaltungsvereinbarungen und sorgfältig ausgehandelte Vergleiche verlassen. Wenn sich die Gerüchte über eine Enthüllungsstory verbreiten, können Sie davon ausgehen, dass umgehend rechtliche Schritte eingeleitet werden, um der Sache ein Ende zu setzen, bevor sie wirklich beginnt. Sie könnten es wieder einführen. Sie werden eine beträchtliche Menge an Kohlenstoff sammeln, einschließlich Heckenbäumen, Hecken und Alleen. Karl steht schließlich vor einer schwierigen, aber entscheidenden Entscheidung. Entweder hofft er weiterhin, dass Andrew schweigt, oder er ergreift entschlossene und auffällige Maßnahmen, um die Krone vor weiteren Umwälzungen zu bewahren. Der König muss handeln, denn wenn Andrew lauter spricht, bedeutet das nicht nur, dass sein Bruder in Ungnade gefallen ist, sondern auch, dass das Erbe, das er bewahren will, in Gefahr ist. Die Worte von Prinz Andrew waren nicht Teil einer offiziellen Erklärung. Sie vermitteln jedoch eine wichtige Botschaft.
Die Frage ist nun, ob die Öffentlichkeit ihm jemals wieder vertrauen wird. Kann diese Familie, diese Monarchie den inneren Aufruhr überstehen? Glauben Sie, dass König Charles die Situation mit Prinz Andrew gerecht behandelt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Die Diskussion hat gerade erst begonnen. Und wenn Sie diese Geschichte aufschlussreich fanden, geben Sie ihr ein Like, drücken Sie auf Abonnieren und tippen Sie auf die Benachrichtigungsglocke. Denn die Royals mögen in der Öffentlichkeit ruhig sein. Aber hinter den Kulissen? Die Wahrheit findet immer einen Weg nach draußen.